an welchen Praktiken sieht man eigentlich, dass jemand feilt? Ja. Und das rekonstruiere ich. Ja. Spannend an der beruflichen Ausbildung ist vor allen Dingen, denke ich, dass man in die Praxis selbst kann. Also das ist ja was anderes als Schule. Schule kennt man ja, da gibt es natürlich auch Forschung drüber. Aber das praktische Lernen von Fertigkeiten, das sieht man eigentlich nur in der Praxis. Und deswegen hatte ich die Idee, das einfach mal zu beobachten und dann auch mit Videografie aufzunehmen. Ja, ja. Du hast eine Feile mitgebracht, ne? Ich habe ja Jawohl. jedem gebeten, einen Gegenstand mitzubringen und du hast eine Feile mitgebracht. Was hat diese Feile mit deinem Projekt zu tun? Naja, ich habe ja in der Metallwerkstatt geforscht, ich habe da beobachtet und Videos aufgenommen. Und in einem Kapitel wird die Feile ziemlich wichtig, weil der Lernende an einer Werkbank steht und ein Werkstück feilt. Und man kann so einiges falsch machen beim Feilen. Und in dieser Szene kommt der Ausbilder und fordert den Lernenden auf, die Feile ihm zu übergeben, um etwas zeigen zu können, um an der Feile etwas demonstrieren zu können. Und das tut er, indem er von der Seite an ihn herantritt und erst die eine Hand, dann die andere Hand über die Feile hält und dann erst mit der rechten und dann mit der linken Hand die Feile greift und entsprechend lässt der Lernende die Feile los. Und das komplett nonverbal. Also da wird überhaupt nicht bei gesprochen, das ist für beide irgendwie plausibel. Ja. Und genau diese Praktik, die untersuche ich Ja, dann. also es ist wie ein Wunder, dass klar ist, was da passieren muss, obwohl man da nicht drüber redet. Ja, das ist so eine Art nonverbales Verstehenswunder, würde ich dann eher sagen. Okay, gut. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ja, das hat schon was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich bin selber gelernter Schlosser und anschließend bin ich dann über Umwege auch in die Soziologie gekommen und da hat mich auch interessiert, wie Interaktion eigentlich funktioniert und aus eigener Erfahrung habe ich dann geschaut, wie funktioniert eigentlich Interaktion im Handwerk und speziell dann auch nochmal in der Ausbildung, weil ich nebenbei auch dann, oder nicht nebenbei, sondern weil ich beruflich dann, nachdem ich fertig war mit dem Studium, in der Lehrerbildung auch tätig war. Und so verbindet sich dann einiges einfach. Und wie bist du an die Leute gekommen? Ich meine, was ist das für eine Werkstatt gewesen, in der du das gemacht hast? Das ist eine Metallwerkstatt, eine Feinwerkmechaniker. Ich bin selbst kein Feinwerkmechaniker, sondern ich bin gelernter Schlosser im Handwerk. Aber das ist schon ähnlich, nur Feinwerk ist halt ein bisschen feiner. Aber ich bin halt auch vom Fach und von daher hatten wir eigentlich ziemlich schnell so einen Draht auch. Als ich dann in den Betrieb gegangen bin und einfach mal nachgefragt habe, ob das möglich wäre. Ja, also da brachtest du im Grunde genommen schon sowas mit aus deiner Ausbildung. Es ist ja so, man muss ja erstmal auch den Ton finden, in dem man mit den Leuten redet. Das ist ja alles nicht selbstverständlich, ne? Und Verletzungsgefahren sind natürlich auch da. Ja. Und das ist mir alles bekannt halt. Ja, genau. Wie war das dann für dich, die Leute zu beobachten aus der Perspektive? Beim Beobachten selbst hat mich diese Tätigkeit so eingesaugt, dass ich dabei nur mit dem Beobachten beschäftigt war. Also während ich beobachtet habe bereits und beim Videografieren fast noch mehr sogar. Interessanterweise. Bei der Analyse hinterher ist mir meine Biografie dann sozusagen einerseits zur Hilfe gekommen und andererseits war es dann aber auch so, dass ich die eigenen Erfahrungen, die ich als Handwerker so gemacht habe, wiedergefühlt habe, sozusagen. Wie bist du denn bei der Analyse vorgegangen? Also du hast halt Material, Videomaterial und auch Aufzeichnungen vielleicht. Und wie bist du dann vorgegangen oder wie gehst du vor? Also der grobe Rahmen ist schon so, dass ich rekonstruieren will, wie das, was ich da beobachtet und gefilmt habe, das waren 2 Tage,
Warum sind diese Praktiken, diese Handlungen, diese Interaktionen zwischen Menschen, diese Wechselwirkung Teil des Arbeitsalltags eigentlich. Und speziell gehe ich dann einmal so vor, dass ich dann die Beobachtungen, die ich dann aufgeschrieben habe, interpretiere. Und das Videomaterial, das transkribiere ich. Also ich habe da einige Situationen ausgewählt, die mir aufschlussreich für die Fragestellung erschienen. So wie diese Szene mit der Feile, die du beschrieben hast. Und die habe ich dann fein transkribiert. Das heißt, ich habe aufgeschrieben, was die gesagt haben. Und aber auch, was man im Videomaterial sieht. Also Blickrichtung, Körperposition, Körperbewegung, Mimik, Gestik. Alles, was irgendwie eine Rolle spielt bei der Kommunikation. Und nicht nur bei der Kommunikation, teilweise auch bei dem Arbeiten. Zum Beispiel habe ich auch das Feilen selbst, wie man eigentlich feilt, auch untersucht. Aha, okay. Ja, so dass man auch wirklich den ganzen Kontext mit dabei hat, ne? Dass man sich vorstellen kann, worum es da eigentlich geht. Ja, die Idee ist halt, dass wenn ich sehe, dass der Ausbilder, wie in dem gerade beschriebenen Beispiel, an den Lernenden herantritt, davor passiert ja was. Der Ausbilder sieht ja, was der tut. Und dass das Feilen sein soll, woran erkennt man das eigentlich? Und das klamüser ich dann sozusagen so ein bisschen auseinander. Ja, das finde ich wirklich spannend im Hinblick auf deine eigene Biografie, weil du musst ja wirklich davon zurücktreten, was du weißt, was du selber kennst, ne? Ein Stück weit. Also ja, das habe ich auch oft gemerkt, wenn ich meine Daten vorgestellt habe in der Uni, im Uni-Kontext. Sachen, die für mich selbstverständlich waren für die anderen Zuschauenden überhaupt nicht selbstverständlich. Die muss ich dann doch auch erläutern und das war dann auch für mich und für die Analyse ziemlich hilfreich. Ja, also das ist so eine Analyse ist halt auch nichts, was man einfach so für sich im stillen Kämmerlein macht, sondern man braucht auch da die Auseinandersetzung mit anderen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Alleine wäre diese Arbeit nie so geworden, wie sie jetzt ist. Das ist ganz klar. Ja. Und da gibt es dann regelmäßige Termine mit Kolleginnen und Kollegen oder wie? Ja, und auch verschiedene Möglichkeiten, das zu präsentieren. Also in Kolloquien natürlich, dann in Forschungsseminaren der BGHS. Ja. Und, aber auch bei Tagungen durchaus, wenn ich so bereits eine gute These habe und ein Paper sozusagen fast fertig habe, dann kann man das ja vorstellen. Und da kam auch noch viel interessante Rückmeldung. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus, wenn du an deiner Promotion arbeitest? Wenn ich an meiner Promotion arbeite, arbeite ich zu Hause, weil ich zu Hause am besten schreiben kann. Und dann sieht es eigentlich, das hat sich im Laufe der Zeit eigentlich verändert. Ich war eine lange Zeit damit beschäftigt, viel zu transkribieren, mit so einer speziellen Software dafür. In der man dann auch eintragen kann, also Mimik, Gestik und so auch eintragen kann, wenn was passiert. Dann habe ich auch viel einfach die Fotos, die Videoframes rauskopiert und nachbearbeitet, so dass ich so eine Art Comic erstellt habe, was eigentlich wann passiert. Das war auch relativ aufwendig. Und ansonsten schreibe ich halt viel und überarbeite meinen eigenen Text oft. Das ist doch viel häufiger nötig, als ich bisher gedacht habe. Und auch gewinnbringend durchaus. Das wird ein viel besserer Text dadurch. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist ja nicht so einfach, diese mehrdimensionalen Daten, die du hast. Ne? Also wenn man ein Video hat, dann hat man halt das Bild, man hat den Ton, dann kommt ja diese besondere Art des Beschreibens, die du da, also diese ganz feinteilige Art des Beschreibens, die du da verfolgst, weil es wirklich um kleine Dinge geht, um kleine Beobachtungen, ne? Oder sagen wir um Beobachtungen kleiner Praktiken, kleiner Handlungen. Wie sieht das nachher in so einer Dissertation aus? Also ist das dann eine Beschreibung? Du sagst, du benutzt da auch Bilder, die du wie Comics verfremdest. Wie machst du das? Ja, ursprünglich hatte ich wirklich die Idee, vielleicht könnte man so eine Dissertation komplett als Comic auch
konzipieren. Weil ich glaube, das würde nicht akzeptiert. Das steht noch nicht in der Promotionsordnung. Aber also es ist, das wird schon textlastig, ganz klar, aber also ab und zu sieht man dann schon durchaus so Bildfolgen, die erinnern uns schon stark an Comic dann auch. Ja. Das stimmt Und das schon. machst du, um das zu verfremden, damit man die Leute nicht erkennt, oder? Ja, aber auch um den Ablauf zu verdeutlichen, was wann passiert. Also diese feinen Praktiken, die übersieht man sonst schnell auch. Und wenn ich das einfach aufschreiben würde, hätte man ein Text funktioniert einfach anders. Ja. Der Text aktiviert, glaube ich, einfach zum Beispiel, wenn man etwas mit den Händen macht und das dann beschreibt, dann bräuchte man viel mehr Platz als ein Bild. Ja. Und es wäre auch sehr anstrengend, glaube ich, das zu beschreiben. Und ich glaube auch, das Lesen wäre anstrengend, mühsam. Da sind Bilder einfach zugänglicher. Ja. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, du bist schon ein bisschen dabei. Wie schaffst du es, dich dazu zu motivieren, dran zu bleiben an dieser Arbeit? Was fasziniert dich an dieser Dissertation? Das fertig zu kriegen. Also die Vorstellung, dass dieses Schriftstück in sich konsistent ist. Ich bin da schon, glaube ich, inzwischen recht weit. Es ist aber noch nicht ganz rund. Und dieses Gefühl, das muss noch rund werden und dann in die richtige Form gebracht werden. Das motiviert mich eigentlich jetzt. Ja, und das ist eben auch dieses ständige Überarbeiten sozusagen, ne? Ja, genau. Im Grunde ein bisschen wie Feilen, ne? Nochmal eine Ecke ein bisschen runter machen da oder gibt es so? einen Unterschied. Da gibt es einen Unterschied. Wenn ich etwas feile und es ist weg, dann ist es weg. Das stimmt. Und so ein Text lässt sich anders formen, da kann man noch was ergänzen. Man könnte da auch was draufschweißen auf so ein Eisenstück, aber das ist dann was anderes. Das lässt sich auch nicht mehr so gut feilen. Und bis man das dann eben bekommt, das dauert auch schon ein bisschen und ist trotzdem auch ein anderer Werkstoff dann.